Twee Gottes. En die lezen in de Gemeinschaft hier von der Morgens mit uns sein und für die Jahr. Ja, wir sind auch schon gewohnt, so, aber heute die Botschaft. Ja, veel zin nog, aber mir nun wir waren noch von der auch so. Mag het nicht so eindeutig sein, dass es dasselbe die Stimme ist, aber Gott sein Wort ist, du wen immer so, was er reden soll. Das haben wir besprochen, von der Morgens auch war hier. So, weil wir eben das deutsche Botschaft hier, das ist die Titel habe ich für diese Botschaft genannt, der Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Und den Tagsvers habe ich genommen aus Matthäus 4, Vers 6, weil wir uns den Vers, wenn ihr in der Bibel mit haben, dreht haben, weil wir uns da mal nur dich bekijken, was bedeutet so ein Vers als das? Und der hat viel Ben, aber weil wir uns durch diesen Morgenstunden erbeten, mein Wunsch und Gebet ist, dass der Herr von dir wird uns heute reden und dass wir wollen Mut haben und Freudigkeit in sein, wo wundervoll Gott Salvation gemerkt hat und was er an das alle will beschäftigen mit mir und die. So, das sagt du in Matthäus 4, Vers 6, sagt es steht, selig sind die ein Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, willst die sollen satt werden. Hier sind wir Ben, wo du Kraft haben, wenn wir die Hirn und Leben. So, diese wir, die wir betrachten durch diese Botschaft, weil wir daran denken, wenn ich einen Hunger und Durst nach dieser Gerechtigkeit habe, dort sage ich so viel, du hast ein Verlangen an mich. Wo ein Verlangen ist, du hast ein Streben. Wie man einmal das Verlangen haben, dort uns fallen kann mit dieser Gerechtigkeit, was wir in Christus allein haben. So, sehr wertvolle Gedanken, weil wir kicken, selig sind die ein Hunger und Durst nach dieser Gerechtigkeit haben. Die wollen uns noch einmal bekicken. Sie, das sind die du einen Hunger hast, was du ein Verlangen hast, was sich du abholen, was du sind, was du mit sich dit beschäftigen, was dort an sich haben. Dort ist die, was er sagt, die sind selig. Und dann sagt er, sie sollen satt werden. Diese Person, die von dit hier reden, wenn dit nu in mir und die ist, wenn Jesus Christus zurückkommt, da wird uns das auch nicht fehlen. Uns wird hier nicht ein klein bisschen Schuld sein. Wir wollen 100% Comfort haben, dass der Herr Jesus ist nu endlich bei hier. Nu kann ich mit einem Tag zu haben, wo ich als so nu gesehen habe. So, mit diesen Gedanken, weil wir durch diese Botschaft gehen, höre ich, was Matthäus 7, Vers 7 durch 9 sagt. Dreht du an und du sagst, es steht, frech in jünd wat gegeben worden. Segt in je worden fing, klapp an in jünd wat opgemerkt worden. Diesen Vers, bis mal bitte so bekijken, wat für eine Versprechung gewesen ist. Er sagt, wenn wir wollen Frauen worden, er sagt, wir wollen kriegen. Er sagt, uns wird gegeben worden. Wir machen Gott sein Wort korrekt so nehmen, als das ist. Das ist Wahrheit, das ist so. Wenn Gott gesagt hat, dann wird dort korrekt passieren. Und mir und die. Wenn er sagt, so kriegst du den Umfang, er sagt, frech in den Wort gegeben worden. Er sagt nicht, er gibt nicht in Option durch Wahl, vielleicht wurde es dann auf einmal oder no. Er sagt, ein Wort. So dass wir glauben, um das abzuführen und das zu vertrauen. Because das ist korrekt, das ist. Dann sagt er, in je waren fein. Segt in je waren fein. Er sagt nicht, wenn je segnen, dann wird ihr das sagen fein. No, er sagt, je waren das fein. Du hast ein Versprechen, Ben. Wenn Gott ans Hort auf einmal sieht, dort ist ein Verlangen, du hast ein Streben, du hast ein Segen, er lässt dort fein. Das Evangelium ist nicht hergedacht. Aber das steht du, wo sie dort segnen. Du hast das up. Das ist so ganz klar und offenbar. So, Gott seine Gerechtigkeit, was er auf uns available gemerkt durch Jesus Christus, der ist ganz offenbar.
einzig allein an Christus. So wenn wir einmal diese Erfahrung merken mit dem Herrn Jesus, dann ab einmal, wenn wir wollen nur Dinge sehen, was in uns jährliches Leben fehlt, um wieder zu moven, dass wir kein Fährerweich kommen wissen, ich habe uns ein 100% Versprechen gegeben, wenn wir sehen, wir wollen Krieg dort fängen, was uns für unsere Säule fehlt. So werden wir dort ganz ab Vertrauen und dem Glauben annehmen. Und er sagt, klapp an und ein Wort aufgemerkt worden. Habe ich diese Dinge, kann ich sagen von so einer Dinge, wo wir haben deren, wo wir sind anklappen, dass der Herr hat uns aufgemerkt. Wo immer es kann sein, was an sein Königreich, was mit seiner Gerechtigkeit zu tun hat, wo immer wir haben, was beschäftigt mit dem Herrn, wenn wir sind, gehen und haben, mal wo der angeklappt hat, haben wir immer aufgemerkt. So, ich glaube, es ist wichtig, bis du zu denken, habe ich ein Zeugnis von so, wo der Herr deren aufmerkt und wo wir haben, mehr und mehr Präsenz zu sein, was er für uns hat, was er beschenken will mit mir und die, sind die echt willig, uns loten, zu brauchen. Und dann sagt die du in Vers 8, in Matthäus 8, er sagt, willst, wer du fragst, kriegst. Das war das, versprechen werden. Wer Frauen dat, die wird dort kriegen. Aber wir müssen daran denken, wir müssen einmal an Gott seinen Willen ankommen. Uns ganzer Mensch, der muss auf einmal sich in Gott seinen Willen anlassen. Wenn wir auf einmal in eine Einigkeit kommen mit ihm, dann können wir nicht die Dinge Frauen, wenn dann es uns sein, abgelehnt mit seinen sein, dann können wir, wo wir nicht die Dinge Frauen, was Gott interessiert, was er sieht, das ist gut für die, dann wird er uns das geben. Das ist wundervoll. Und dann sagt es, und wer du siehst, der fängt. Das war das. Wie kann es sein, du hast eine Sicherheit an Christus? Gott hat ein sicheres Wort. Das Glauben, da wird er als Glauben, um das zu vertrauen. Wenn er gesagt hat, dass er uns das geben will, er wird uns das geben. Das ist sehr, sehr wertvoll zu weiten, dass Gott sein Wort als so herrlich, kraftvoll und so powerful, dass wenn einer dort einfach bloß annimmt, dann verändert er ihn dort bloß. Wenn ich habe in meinem Leben gesehen, was Gottes getan hat. Und danach sage ich dort durch diese Botschaft, du hast noch ein Teil, wo ich unterweisen habe. Dann sagt es, und wer du anklappt, für den wird aufgemerkt worden. Du hast einfach ein Versprechen. Wenn wir anklappen, wenn wir wollen anhold sein zum Gehen und die deren anklappen, Gott wird sich bewiesen. Er wird aufmerken. Dort wird Gerechtigkeit in dort, wir wollen Luther ein paar Versen sein, wo Gott will haben, wo wundervoll es soll loten und das Königreich hier auf die Erde werden, weil wir beten, dass unser Vater, wir beten einfach, dass Gott sein Reich hier auf die Erde soll, krack so getan werden aus dem Himmel. Du beten wir all an. So sei wir an das Königreich. Ich sage das bloß, wenn wir uns mal checken in der Gerechtigkeit und da, was Gott hat, wir leben vielmals zu einem Level. Wenn wir das höhere Level leben, dann soll wir Gott seine Kraft und seine Siegreich, dass wir kein Siegreich leben werden, dann wollen wir die Troubles sehr klein. Wenn wir weiter, wenn wir mit einem Plan mehr fliehen, dann ladet du uns alle sehr naht. Und das ist, was uns fehlt, dass wir einmal an Gott seine Nähe wieder nachgehen, dass wir wissen an Christus, so dass wir ein geraderes Vertrauen, ein geraderes Glauben haben, so dass wenn wir höher sind, dass uns die Troubles auf einmal viel kleiner sind, der wird hier auf dieser Erde sein. Wenn alles, was zu sein ist, wird hier vergehen, ans Körper eben, Gott mir am Anfang von ihr, mir kein Körper, du der hätte sein oder nehmen müssen, dass wenn wir eine Säule haben, das kann wir nicht sein. Aber wir können glauben und wir können vertrauen und wir wollen, dass das du ist, aber das kann wir nicht sein. Du weißt, wie wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, das Kolosser 3, Vers 1 sagt, wenn wir mit Christus top abgestoßen sind, dann sagen wir auch sehen, was boven ist. Das ist, wo Gott ist. Ich sage doch bloß, wir haben ein wertvolles Wort Gottes, was so klar ist, wenn wir uns danach lassen, dass das sehr klar zu uns reden. Und wir müssen checken, was er uns aus dem Beispiel wies, wo wir als Menschen, wenn wir checken, wenn wir verlorene Menschen und Christus, wir sind Menschen, die sind eureich. Uns Ganzes sein ist bloß eureich.
wenn wir noch nicht wahrer geboren sind. Aber heute etwas sein, wie als ein Mensch, dass wir Menschen denken, wenn uns sehen fragt, nur Braut, dann dürfen wir nicht einen Stein geben. Because wir wollen dort geben, was nur die frei. So heute, Jesus, der uns hier in den nächsten Versen Bild geben, wie viel mehr was der himmlische Vater, wenn wir wollen nur was frei, was er uns dort geben, was sehen wir ist. Ich kann auch ganz vertrauen, ich kann auch glauben, nu braucht das dort echt wo Action stellen, um das abnehmen. Wenn in einer Vers sagt, wird beginn wer sein, dass sie sehen, wird ein Stein geben, wenn der Arm noch Brot freuen wird? No, wir dürfen sie ja nicht einen Stein geben, wenn der uns noch Brot freuen. Gott wird uns nicht was Errechtet geben, wenn wir anwollen, dort freuen, was uns fehlt. Nicht, was uns jankert, aber hör, wir müssen nur dort freuen, was uns fehlt. Das wird sehen wollen, als wir müssen einmal an sehen wollen ankommen. Wenn, nu werden wir even gehen, was ich hier noch an Gedanken will, okay, wo seht wir und du, wo wir gefällt? Wo wir sehen, du, wo wir gefällt? So, nu ist die Frau und mir und die von der, wo sehen ich du von der? Wo ist uns sehen? Wo seht wir uns zu fallen? Wenn wir uns an Gott sehen Wort, an seine Gemeinschaft, wollen sehen, wie wir mit dort gefällt worden. Das habe ich hier in diesem Fall gesagt, das ist ein Versprechen. So, wenn wir gucken, wenn wir uns mal einmal prüfen, wo seht wir, da wir als Kinder Gottes sind. Wir müssen einmal an Gott seine Nähe hineinkommen, sodass wir am klarer und klarer verstehen können, wenn was will Jesus haben, wir sollen dort Licht sein für diese Welt. Dort Licht zu sein, dass wir dort an uns Hand oder 3 Tage kommen, because wir können gleich aus uns selbst Licht merken, wir müssen zusammen ungeknackt sein und dort als Jesus Christus. So, wenn wir so ein Leben leben, dass wir untreibend sind, dass wir in andere Menschen ein Verlangen abweichen. Einfach, dass die den himmlischen Vater wollen preisen für den Wandel, was wir in am Leben. Dann sagen wir Johannes 6, Vers 35, was Jesus du sagt. Er sagt, Jesus das. Jesus überseht an, ich sehe dort Lebensbrot, wer noch mich kämpft, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr darsten. Isn't that powerful? Mal an zu denken, ein so ein Vers, was dort uns Versprechen gab für unsere Säule. Er sagt, ich sehe dort Lebensbrot, wer noch mich kämpft, wo segnen du? Segt wie bei Jesus? Er sagt, den wird er geben. Da wollen wir nicht mehr hungrig sein. Wird uns das will sein, unsere Säule wird nicht ungeschmerzt sein, wenn Jesus Christus zurückkommt. Das sagt nicht in das Leben, aber wann dort ewig in der Ewigkeit an, wir wollen uns nicht mehr wünschen aus diesem Herrn Jesus Christus, was wir für voll in uns Leben haben. Das ist, was ich in diesem Fall sage. Because so sein, dort meint, wir haben das ewige Leben in uns und wir lernen auf unseren Herrn Jesus Christus, dass er wird kommen. Hast du das ewige Leben in dir? Wenn du nicht hast, dann ist das der erste Stopp, was dir fehlt. Und er sagt hier sehr, sehr klar, den wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, dem wird nicht mehr darsten. Sie, das Port von darsten, dort wird Klimat Luther kommen, weil noch ein paar Verse abhaben. Das sage ich so, wenn das passiert, wir sind in Jesus gekommen, wir haben nu dort angenommen. Im Glauben, dann kommt der Heilige Geist an. Und dann ist es vorig. Von da an, dann ist der dargestellt. Because der Heilige Geist ist der, was uns kann, den darstellen, nicht diese Welt. Der Geist von dieser Welt ist bloß so, was du kriegst aus dem Vier, dort fragt und dort fragt. Du kannst nie nicht genug nehmen, da wird never zufriedenstellen. Du kannst immer mehr am Vier nehmen, da verbrennt bloß immer mehr. Und das ist, wo dieser Geist von dieser Welt ist. Der Pleasure, all die Dinge, wo wir können viele Dinge uitrechnen, aber den Frieden im Hart, die ganze Gelotenheit, dass wir mal Comfort haben, das ist allein in Jesus Christus. Wenn wir kicken, was Römer
3 von 21 durch 22 redet von dieser Gerechtigkeit, was wir in Christus haben. Wenn wir uns dem mal bekicken, das sage ich, aber nu ist Gott mit seiner Gerechtigkeit von da gekommen, ohne das Gesetz, wann auch das Gesetz selbst in den Propheten all davon reden deuten. Hier, diesen Fall dachte ich so weit, bis wir checken, wo Gott erst mit dem für Tag gekommen. Nu werden wir checken, was die 22. Fall sagt. Er sagt es dort, dort ist Gott seine Gerechtigkeit. Dort müssen wir einmal klar haben. Wenn irgendwie auf einmal sagen, Gott seine Gerechtigkeit geben, dass wir unsere ganze Gemeinschaft und unser ganze Benehmen, das ist nicht mehr mit Gott seine Gerechtigkeit, wenn die nicht Kontrolle haben, dann haben wir ein anderes Denken. Und dann sind wir nicht mehr die Person, wo wir euer werden. Because Gott seine Gerechtigkeit, dort ist die, was jährlich ist. Und er hat uns die available gemerkt durch. Wenn wir würden 2. Korinther 5, 17 und 18 lesen, wenn dort sagt, wer nie ein Mensch ist, wer ein Christ ist, der ist nie ein Mensch, du weißt uns die wahre Geburt. In Vers 18 sagt er, und er hat uns die Abgabe gegeben. So, er hat uns dort gegeben. In Vers Versen wieder, von du sagte, er hat die Versöhnung, er hat sich mit sich selbst versöhnt, so dass die Versöhnung, was in Christus ist, der ist Reichtum. Wenn dort ist Gott seine Versöhnung tut. Und hier sagen wir bloß, dort ist Gott seine Gerechtigkeit, die all die geben dat, die an Jesus Christus glauben. Sie, das ist, was wir immer weiter bekicken, das Wort Gottes. Dort ist ein Versprechen und dann kommt es auf den Glauben. Wo steht es von dir mit mir in den Glauben? Hier sind auch die Botschaft von Zweifel und Glauben. Wir in der Bett sind ganz separat. Zweifel, du kannst Gott nicht geben, ab Zweifel, aber ab Glauben kann er alles geben, wenn dort vertrauen. Und du weißt, das ist wichtig, wenn wir hier sein, so steht, dass wir diese Gerechtigkeit, Gott seine Gerechtigkeit, ja für die an Jesus Christus glauben. So nie auf einmal sei wir dort, diese Gerechtigkeit, der ist bloß im Glauben zu haben an durch Jesus Christus. So hast du von dir klar, dass du hast diese Gerechtigkeit an dir. Wenn du hast, dann habe ich zu wissen. Ich werde bloß in mein Leben. Ich habe zu wissen. Solange bei uns Herr Jesus Christus mich kann holen von hier, habe ich zu wissen, mehr an das zu sehen, in mehr Komfort zu kriegen, den Tag, wo ich zurückkomme, dann wo ich reut sein, wenn ich das ausleben darf. Wenn ich das an mein Leben lohnt. Wir müssen checken, wo der nächste Part hier sagt, das sagt in Römer 6, 18 durch 20. Wenn wir die Verse mal bekicken, wo das du sagst. Du sagst dort, nu dort je von der Sinn frei geworden sind, so hier kann wir wahrer Wort sein. Das meint einmal, das muss passiert sein. Hier ist some passiert. Er sagt, frei geworden sind. Nu sind je an der Gerechtigkeit versklavt. So du musst uitgetragen und angetragen. So du musst immer ersat mit dort, wir können nicht in der Stadt laarig loten. Was in uns ist, wenn wir du was weichstellen, dann muss das erfällt. Aber was ist das, was das erfällt nicht? Jesus sagt in Matthäus 12, wenn wer was zurückkommt, wenn der Mensch nicht was das gefällt hat, sein Port, da wird er zurückkommen und da wird es euer werden. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer dort ersat haben, wenn wir diese Entscheidung gemerkt haben. Aber dort muss mit Gott seine Gerechtigkeit, muss das ersat sein. Wir wollen gucken, wo das wiesen wird, ans menschliche Denken wird gewesen. Wenn du Vers 19 sagst, willst du von der Natur noch schwach sein, red ich in alldische Menschensprech. So als jene Gelehrer und den nur die Gerechtigkeit handgegeben hatten, weil wir sehr horchen, was du sagst. Eine Gerechtigkeit nur die andere zu tun, so gibt jene Gelehrer nu han die Gerechtigkeit zu tun, dort die heilig waren. Hier kann wir im Bild sein,
Hij deed ons dat oude beeld hier nog waar aanwijzen, de ongerechtigheid. Verder waar gebeurt, de mens kan niet God doen, because dit ongerecht van ben. Alles wat we doen, want alle omstandigheden wat we kunnen merken, aber we kunnen niet trouw zijn voor God ohne diese wahre Geburt, because dort moet einmal wir müssen zijn frei geworden von dieser Sinn, und dann haben wir eine Gerechtigkeit. Euer Verdort sind wir alle ungerecht. Wir sind alle ungerecht für Gott. So das ist wichtig, dass wir das einmal ansehen. Und dann sagt er, so deutlich, eine steht in der andere Wege, bloß ungerecht, und die deuten bloß ein Ding in der andere. Nu sagt er, umgedreht. Nu, wegen die sind frei geworden von der Sinn, nu dort auch diese Gerechtigkeit, was die haben. Wenn es sagt, es steht, so geeft jullie leren nu gaan de gerechtigheid te doen. Ze dus een omgeändert leven. Kan we zijn, dat zegt du, en dan zegt het dat die heilig worden. Want we würden checken, Korinther, du sagst, Schrift Paulus sei ja klar, dass wir, der Tempel von uns Körper, dort als wo der Heilige Geist ben wohnt, als ein Kind Gottes. Dann wird der heilig dort port. Still, wir können nicht mit unserem Körper im Himmel nehmen, wegen der Haft Sinn von Bieten. Aber der endliche Port, dort muss heilig werden. Dort streben immer Unrecht zu tun, dort wird auf einmal dort Stoff, wegen wir haben wir aufgelegt. Dort ist gestorben, nun haben wir eine Gerechtigkeit ben, wo du ein Verlangen hast, nur Gott sein Königreich zu streben. Und dort ist immer wahrer, was wir tun, dort tun wir in den Sinn. Nu werden wir nach kijken, Vers 20. Als je aan de zin verskloofd werden, had de gerechtigheid keine Hol aan je. Ik heb gezegd, du moet einmal wat passieren, om deze gerechtigheid te kunnen komen. Ohne de wahre Geburt, ohne Sendungsänderung, sollte de Menschen nie geworden, wird diese Gerechtigkeit nie nicht an uns Platz finden. Das korrekt ist, wir haben diesen Bibelvers, den Römer 6, Vers 20, habe ich letztes Mal auf Bibel stehen. Und dann dachte ich mir, dass du oben nu, von der aus Mars, da haben wir immer jeden Fall mit dabei. Wenn ich hier an der Wand, du zwischen den Balben, würde probieren, ein Wandbild abzuhängen. Und ich würde, solange ich, wenn ich würde einen Monat durchstehen und probieren, die da abzuhängen, die würde ich dort abhängen können. Nie nicht. Warum? Du fehlst, was dort du jetzt abzuhängen. Und kriegst es dort in dein Leben. Wenn Jesus Christus nicht in uns hat Platz gefunden, dann kann die Gerechtigkeit nicht du in uns sein. Ab keine Weise. Dort muss es passiert sein. Das sage ich hier so schmack in diesem Fall. Das sage ich, wir haben uns das noch einmal lesen. Das sage ich, du in Vers 20, als die und die sind versklavt werden, hat die Gerechtigkeit keine Hol an Jünd. Ich habe gesagt, den Zeit, wenn der Mensch noch nicht im Glauben an unseren Herrn Jesus lebt, dann hat die Gerechtigkeit keine Hol. So, da werden wir sehr klar haben, dass uns das Wort Gottes sehr wertvoll wird, untragend ist. Nu werden wir mal checken, wo David deed. Waar wie ook zo zin zijn als dit gaan. We werden mal checken, Psalm 119, Vers 40. En ik wil doen in Vers 123 en Vers 142. We die Verse mal bekijken. Mir ist es sehr wertvoll, was David hier geschrieben hat. Psalm 119, Vers 40 sagt es dort. Kick einmal, ich habe ein Verlangen nach deinen Verschriften. Und ich lese das, was es hier sagt, hör mal. Beleef mich mit deiner Gerechtigkeit. Er sagt hier zu Gott, beleef mich mit deiner Gerechtigkeit. Er sagt, ich habe ein Verlangen nach deinen Verschriften. So, wenn ich ein Verlangen habe, und Gott dort sieht, er wird mich beleben mit der Gerechtigkeit. Because du hast ein Longing. Er sieht, weil wir dann denken, wenn wir Frauen, wir wollen kriegen, wenn wir wollen sieg, wir wollen fängen. Und hier sagen wir dort, nu kijk mal, als das, wo wir uns interessieren für das Wort Gottes. Ich sage das bloß in diesen 123. Vers, im Psalm 119. Kijk mal. Mir ist das sehr wertvoll, was das hier sagt. Das sagt, ich kijk nur deine Radung, was mir die Augen meid worden. Und nur deine Gerechtigkeit, die du an dein Wort versprochen hast.
Hoeveel meer uw han eigen du al je hart, diese Radung, diese Gerechtigkeit an Christus zu bekennen und zu besäuen, wo steht mein Leben? Ist das nicht powerful, mal um zu denken, wo Gott sein Wort so klar ist? Wo wundervoll ist das? Dann ist das, was eigentlich tun. Wir kicken in das Wort Gottes und wo Gott seine Radung ist, so dass unsere Augen einfach bloß meid worden und wir kicken nur seine Gerechtigkeit in dort, wo uns versprechen, als sie sein Wort. Ich glaube dann, wo wir einen höheren Standard von Leben haben, wenn wir das wollen, ein Zeugnis geben von diesem Farsch. Da wo wir was anderes beleben, als wir vielmals tun. Ich rede da von mir vielleicht, wenn das wo ich mir vielmals fehl, ich habe mir nicht genug Zeit genommen in Gott sein Wort. Nu höre ich, was das Vers 142 sagt. Deine Gerechtigkeit ist ewig und dein Gesetz ist Wahrheit. David hat das klar, was Gott sein Wort wird. Han du eigentlich so klar, dass das, was Gott sein Wort ist? Nu werden wir noch kijken, Psalm 24, Vers 10, 11, wo wir mit dem spoden, wenn du sind. Ich will sagen, das ganz fertig zu merken. Weil ich hier nicht so sehr in Detail angehen, aber höre ich sagen, was diese wieder sagen. 24, Vers 10, 12. Hei ist sicher immer reid, dort zu halten, dort am Fürchten, dort in uns Lohn Herrlichkeit wohnt. Das ist, was David geschrieben hat. Und dann sagt es, diesem Vers, hör ich mal, wo wundervoll sich das Vers hier. Vers 11. Dort hat Geleib und Wahrheit sich treffen, in Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Wow! Isn't that powerful? Du hast eine Einigkeit, du hast mal einen Taubschafen, du hast mal eine Kraft, du hast bloß mal nicht schlechte Twäschen. Wenn wir auf einmal in dieser Gemeinschaft sind mit unserem himmlischen Vater, das ist Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, sagt das einfach. Das ist, du bist nicht twäschen. Dann sagt es Vers 12, dort die Menschen auf die Erde bei der Wahrheit blieben und Gott seine Gerechtigkeit von in Gott und eine Gerechtigkeit von Himmel kickt. Sie, das ist, was ich will sagen. Wenn Gott auf einmal aufkickt, mit das heute gerecht ist, und kickt auf einmal auf uns, die wir aus seinen Kindern leben hier, wovon der Friede macht Gott haben für uns alle. Die dort sind, diese Menschen, die leben, so ist ich das will haben. Nu höre ich, was wir noch für ein wertvolles Versprechen haben in Psalm 44, Vers 23. Hör ich mal, wo sicher Gott sein Wort ist. Das sagt es dort. Leih deine los auf den Herrn, der wird für die sorgen, und er wird den Gerechten niemals fallen lassen. Never. Was denkst du von dir, wenn du denkst an diese Wörter, was wir hören? Was denken eigentlich du von dieser Versprechung? Haben wir nicht in allmächtigen Leben, Leibtodien, Trüchhatchen Gott, der hat versorgt für mich und die? Da wir am Vertrauen? Guck mal, er sagt bloß, der wird uns nicht fallen lassen. Wenn wir nur das trachten, Gott wird sich mit uns weiten. Nu höre ich, auch mit den Troubles, wo wir durchgehen. Nu höre ich, was der nächste Vers ist, was die Antwort auf dort ist. Er sagt es dort, Matthäus 6,33. Aber seht dort erste nur Gott sein Reich und nur seine Gerechtigkeit. Dann wird je dort andere auch kriegen. Hier ist vielmals, ich glaube, ans Leben, das ist ein klein bisschen rumgedreht. Wir schaffen erst nur das andere und dann, wenn wir in Trouble ankommen, dann segnen wir Gott. Wir sollen jeden Tag erst Gott segnen, dort wir wissen ganz nah, wie gehen sicherlich durch diesen Tag, wenn wir Handknechten mit unserem himmlischen Vater. Der Heilige Jesus ist bei mir und die im Hort an der Arbeit und die das prüfen in Examen, wo steht es mit mir und die. Noch ein paar Vers, bloß zum Schluss von den Darsch, ich werde bis übergehen, Psalm 142, Vers 2 und 3 sage ich, wenn wir denken an Darschen, dort sagt es dort, so ist ein Reu ein Verlangen nach frisches Wasser haft, so haft meine Säule ein Verlangen nach die, o Gott. Vers 3, meine Säule darsch nur Gott,
nur den levenden Gott. Wanneer wo ik wat doorkom, dat ik voor God staan kan. Kijk maar, geen God is de hand op iemand en verlangen. Mal einfach mit Gott durch zu sein. Mal einfach zu gehen und durch zu sein bei ihm. Das ist Paulus sagt, er wird viel beim Herrn sein als hier noch. Aber wenn Gott uns hier von der Welt brücken, wer wird das Paulus da mutig verweicht kommen in das Königreich. Wir schaffen hier all an Gott sein Königreich, so ist das im Himmel als Sache. So wir wollen nicht mutlos werden. Und dann Vers 143, Vers 6 sagt es, ich streit meine Hände uit naar die, meine Soldaten naar die, so als ein uitgedreht Land. Haben wir ein Verlangen. Hör was Jesus zu dieser Früh sagt, du beim Baum, er sagt, Johannes 4, Vers 13, 14, wenn wir durch 13 wird sein, wenn wir ans Lot fallen von der Welt, da wo wir never nicht satt worden, dort sagt es das. Jesus antwortet und sagt zu ihr, wer von dit wird trinkt, den wird wahrer darstellen. Das ist flüchtig gesagt, so ist der Mensch ist. Der wird nie nicht, wird den Frieden kriegen. Aber Vers 14, das ist, was der Frieden bringt. Dann sagt es, wer aber dort wird trinkt, dort ich gebe, den wird niemals mehr darstellen. Der wird, dort ich gebe, wird ein Arm eine immer rannende Qual in die ewige Leben. So du wird auf einmal wird geformt und dort ist sicher. Das ist so wunderschön. Wer wird dort vertrauen und glauben? Den letzten Vers, was hier zum Schluss ist, Johannes 7, Vers 37 und 38. Am letzten und am 13. Tag ab dem Fast stand Jesus ab, Leute. Wer durstig ist, den lade ich an, nur mit zu kommen und zu trinken. Wer an mich läuft, so aus der Schrift sagt, uit dem sie im Banner steht worden, lebende Wasserströme ran. Das ist, was Jesus sagt. Wenn wir wollen so an Jesus glauben, als der Schrift sagt, dann wollen wir das lebende Wasser an uns haben, auch das Lebensbrot, wie wir uns satt wollen. Wir haben noch beten. Großer Gott im Himmel, wir kommen für dich. Wir danken dir im Namen Jesus. Himmlischer Vater, du hast dein Heil 100% hier mit uns geschickt, dort wir ihn sehen. Danke schön für die Rettung. Ich bete Gott, wenn diese Wörter, was du von dir hast, von dir wird gelesen, möchten die in unseren Herzen Platz finden und Segen bringen, sodass wir, die hier von dir sind gewesen, wir wollen rausgehen und den Menschen Mut merken. Aber ich bete Gott, wenn du die Sonne sein, die nicht diese Sicherheit haben, machen sie von dir Frauen wollen und die nur das Wutter Frauen und nur das Brot. Herr Jesus, ich bete, wirst du diese Botschaft sehen und wieder, was du wieder geredet worden. In den hochheiligen Namen danke ich dir, Gott. Amen.